Salam! Wir waren mal wieder in Ägypten, mal wieder im Magic Life Callaway und hatten für den Januar super Wetter. Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad sind auch für Ägypten im Januar sehr außergewöhnlich. Doch wir haben sie dankend angenommen. Den tollen Service im Hotel haben wir euch ja schon mehrmals vorgestellt. Und auch diesmal haben wir die zahlreichen Sportanimationen nutzen können. Neu ist diesmal nur unser Aufnahmegerät für unsere Videos. Alle Aufnahmen über Wasser wurden mit einem iPhone 13 im Kinomodus gedreht. Die Tiefenschärfe der Aufnahmen finden wir sensationell und daher werden wir uns wohl auch bald ein solches Handy besorgen. Hier schon mal ein Dank an Matthias von Summer Day Pictures, der uns die Videos zur Verfügung gestellt hat. Auch neu sind die Unterwasseraufnahmen mit der GoPro 11 in 5,3K und 60 Frames. Ein Vergleichsvideo unserer GoPros vom Hausriff im Callaway werden wir noch separat fertigstellen. Wir können aber jetzt schon sagen, dass die Aufnahmen fast schon semi-professionell mit der GoPro 11 werden. Kleiner Nachteil jedoch ist, dass man für das Ausgangsmaterial schon einen Hochleistungsrechner benötigt, um diese in voller Auflösung gut verarbeiten zu können. Wenn euch interessiert, welches Schnittprogramm wir benutzen und welche Erfahrungen wir mit der GoPro 11 gemacht haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ein Highlight war dann unsere Begegnung mit 3 Tümmler-Delfinen direkt am Hausriff bei sehr guter Sicht und ruhigem Wasser. Solche Aufnahmen sind eine Seltenheit und wir sind dafür immer wieder sehr dankbar. Gedauert hat das Ganze vielleicht 3 Minuten und wir hatten also Glück, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt da waren. Das ist die Skyline von Hurghada. Offiziell leben hier 40.000 Menschen, inoffiziell doch wohl eher 300.000. Die City von Hurghada wurde vor gut 40 Jahren erbaut und ist die bekannteste Touristenstadt in Ägypten. Wir haben uns die Innenstadt mit Arite von Ägyptens Best Activities einmal näher angeschaut und damit etwas vom normalen ägyptischen Lifestyle erleben dürfen. In der Beschreibung verlinken wir die Adresse von Arite und können die Ausflüge mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Am Ende unseres Aufenthalts zeigen wir euch einen kleinen Wüstenspaziergang mit atemberaubenden Aussichten auf die Berge. Die Touren werden vom Hotel angeboten. Wir haben uns zu viert alleine getraut, in die Wüste zu marschieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Video und bis zum nächsten Mal.